Wie lebt man zwischen Gewalt, Radikalisierung und wie hier immer wieder Beerdigung? Oh shit. Oh fuck. Wenn das israelische Militär vieles im Alltag bestimmt, durch Einsätze, Straßensperren, Kontrollen. Und immer mehr Menschen Angst haben vor radikalen israelischen Siedlern. Oh, they're coming? Was bedeutet es, hier aufzuwachsen, hier im palästinensischen Westjordanland? Wir treffen junge Menschen, die einfach nur ihr Leben leben wollen. We live in an occupied land, so this thing makes me feel free. Und einen, der sich radikalisiert hat, auf einer israelischen Terrorliste steht. Ich bin ARD-Korrespondentin im Nahen Osten. Während sich die Nachrichten seit Monaten vor allem um den Gazastreifen drehen, will ich jetzt über den Checkpoint von Israel ins besetzte Westjordanland. Denn der Kampf ums Land, darum, wer hier leben darf, wird immer brutaler. Ich will herausfinden, wie blicken junge Palästinenserinnen und Palästinenser jetzt in die Zukunft. Und ab jetzt kann man eigentlich Google Maps vergessen, weil es lauter Checkpoints gibt, Straßensperren und die sind natürlich nicht bei Google Maps. Und alles dauert eigentlich immer länger, als man geplant hat. Und immer öfter ist es wie hier. Kein Durchkommen. Ah, you see, it's closed. Eine Straßensperre. Und wir müssen irgendwie eine Alternativroute finden. Deshalb ist meine Kollegin Darin dabei. Sie kommt von hier, kennt sich aus. Später wird das noch wichtiger. Das sind israelische Siedlungen. Die gibt es hier fast überall. So. Also, ich habe da mal was vorbereitet. Das ist Israel alles und da, hier östlich davon, ist das Westjordanland oder Westbank auf Englisch. Und hier nochmal das Westjordanland in groß. Eigentlich ist das alles palästinensisches Gebiet. Was hier dunkel markiert ist, wird aber komplett von Israel kontrolliert. Ein totaler Flickenteppich also. Und die Siedlungen, die sind in diesem dunkel markierten Gebiet. Da leben mittlerweile mehr als 500.000 israelische Siedlerinnen und Siedler. Und diese Siedlungen, die gelten als völkerrechtswidrig. Die Siedler beanspruchen das Land als Gott gegeben für sich, akzeptieren nicht, dass das hier palästinensisches Gebiet ist. Manche sind sogar gewalttätig, greifen Dörfer wie Burka an. Hier versuchen wir, mit jungen Menschen ins Gespräch zu kommen. Aber das ist nicht einfach. Menschenrechtsorganisationen sprechen außerdem von systematischer Misshandlung und Folter palästinensischer Gefangener. Das Militär weist die Vorwürfe zurück, man halte sich an geltendes Recht, Misshandlungen seien verboten. Immer wieder machen wir die Erfahrung, junge Menschen haben Angst, befürchten, dass sie festgenommen werden, wenn sie vor der Kamera sprechen und misstrauen ausländischen, besonders deutschen Medien. Wir könnten sie falsch darstellen. Dann treffen wir Abed. Marhaba. Hi. Abed ist der Erste hier, der vor der Kamera mit uns sprechen will. Er berichtet, dass erst vor kurzem radikale Siedler angegriffen haben, ganz in der Nähe. هجوم المستوطنين ممكن؟ نروح? Okay. Er sagt, es ist gefährlich, dahin zu gehen, aber er will es trotzdem machen. Wir fahren an den Ortsrand. Abed und sein Freund zeigen uns eine Siedlung oben hinter diesem Hügel. Ah. Auf den ersten Blick sieht das nicht bedrohlich aus. Doch Attacken radikaler Siedler auf Palästinenser haben massiv zugenommen. Sie fühlen sich von der ultrarechten israelischen Regierung ermächtigt. Plötzlich am Hang gegenüber ein Auto mit israelischer Flagge. Mittlerweile sind noch andere Jungs dazugekommen. Nur ein paar wollen auch vor die Kamera.
Burqa ist umringt von Siedlungen. Bei einer haben wir wohl Aufmerksamkeit erzeugt. Drone. We are monitoring us now. درون؟ Yes. من المستوطنين؟ Die Jungs sind besorgt. Nach der Drohne könnten bewaffnete Siedler selbst kommen. In solchen Situationen kann es auch clashen. Jugendliche schmeißen Steine. Darüber reden wollen sie hier nicht. Sie könnten dafür ins Gefängnis kommen. Erst letzte Nacht hat das Militär viele junge Männer hier festgenommen. Es ist schon ein verdammt unangenehmes Gefühl, wenn da einfach so eine Drohne ist. So, wir haben euch im Blick. Auch wenn diese Drohne vielleicht gerade nichts macht, da einfach nur so guckt. Wir entscheiden uns, im Ort zu übernachten. Abed lädt uns zu seiner Familie ein. Sein Bruder und er sind hier Feuerwehrleute und Sanitäter. First Aid Kit. Wir hoffen, dass wir das heute Nacht nicht brauchen. Anderer Tag, anderer Ort. What an adventure! Hi, good to meet you. I'm Sophie. Wir treffen Asja und ihre Freunde. An Wochenenden gehen sie hier klettern. Auch ich will das ausprobieren. Und eigentlich könnte es ein schöner Tag werden. Einfach mal abschalten im Westjordanland. This is a pretty safe crag. So we have other crags that we stopped going to, like the one in Burqa. The one in Burqa has a settler in it, and it's quite dangerous actually to go there. Burqa, genau der Ort, in dem wir eine Nacht verbringen. Den Kletterern bleiben in dieser Gegend nur noch 2 von 6 Kletterwänden. Diese hier ist eine davon. Denn bisher gab es hier weder Siedler noch Militär. Wow, climbing is such a positive thing in my life, and it helped me go through a lot. But mainly, it helps me disconnect from the outside world. It helps me disconnect from the reality of our daily lives. When you're climbing, luckily, climbing here, you're not exactly reminded of that. But then you get that random army jeep coming, and it really disrupts that peace, or it kind of bursts your bubble. Yeah. God, I want to try this route. It's called Hard for Today. Zeina ahnt nicht, dass diese Tour nicht nur schwer, sondern heute gar nicht möglich sein wird. Dabei ist Klettern so wichtig für sie. Every activity I do is because I need that source of freedom. Why is that? Well, we live in an occupied land. We don't have access to a lot of things. We're not free. We're always in danger. So this thing makes me feel free. Aus dem Nachbarort hören wir den Muezzin. Sonst ist es ganz still. Doch dann... Oh, das Militär. Fucking hell! Noch weiß keiner, wie das hier ausgeht. Zurück nach Burqa, zu Abeds Familie, die uns herzlich aufnimmt. Und es gibt was zu feiern. The groom is here. Abeds Bruder hat sich verlobt. Mir fällt auf, statt Netflix oder News laufen hier die Überwachungsbilder von der Straße. Unten steht der Löschwagen bereit. Wenn Abed los muss, erfährt er das über WhatsApp. كل الأخبار في منطقة وفي قرية 100% كل الأخبار في المنطقة وفي القرية إذا من هجوم المستوطنين أو حاجز أو أي شيء في الاعتداءات أو أي تجمعات المستوطنين بيبعتوه على الجروب. كيف أنت بتفكر على المستقبل؟ اللي ما بفكر صار له مستقبل اللي قدام همه بس اللي يعيش اللي هو اليوم اللي هو عايشه
ويعيش اليوم اللي بعده بشكل احنا يوم بيوم ما بنفكر في المستقبل، لانه بسبب الاعتداءات الكامله احنا ما بتعرف في يوم من الايام احتمال يعتدوا عليك وتموت في اي لحظه. في اشخاص اللي يقرروا يقاتلوا، شو انت بتفكر؟ بشكل عام المقاتله هي ردة الفعل الطبيعي للاحتلال. هكذا بس المقاتله مش شرط في السلاح، هي دائما في السلاح هي بشكل المعلن، بس بشكل عام الدراسة مقاتلة، هي التعليم هي أحد الأساليب، الزراعة هي هاي برضه بتحتفظ في الأرض، هاي أحد أساليب المقاومة، البقاء في القرية أحد أساليب المقاومة. Trotz allem in seiner Heimat bleiben, sich nicht vertreiben lassen, so sieht Abed das. Ich werde noch junge Menschen treffen, die Gewalt und Kampf als einzige Lösung sehen. Abed bereitet sich auf die Nachtwache vor. Erst vor wenigen Tagen hat ein Palästinenser 3 israelische Siedler erschossen, in einem Ort namens Al-Funduk. Oft kommt es danach zu Vergeltungsangriffen der Siedler. Und genau das passiert gerade. Etwa eine halbe Stunde entfernt von hier. كاتبين بالعبري عن قرية الفندق متواجدة في قلقية القرية، وقاموا بحرق غرفة زراعية. الحمد لله أنه ما في إصابات لأشخاص، لكن للأسف الأضرار مادية. وهذا حلة. هذا هلا صحيح، وهذا متوقع في أي قرية. Ab ins Matratzenlager. Lange schlafen werden wir nicht. Hallo, shukran. 1 Uhr nachts. هذا كمان؟ Zwei Armeefahrzeuge wurden gesehen, heißt es in der WhatsApp-Gruppe. Erst in der Nacht davor gab es hier einen Einsatz. Laut Militär, um Terrorverdächtige festzunehmen. في أخبار؟ لا في شيء. في شيء؟ بس إنهم بيحكوا إنهم رجعوا. كل شيء منيح؟ كل شيء منيح. الحمد لله. الجيش مش هون؟ لا مش هون، رجعوا على دردوان. Abed wird bis 5 Uhr wach bleiben, obwohl er am Morgen zur Uni muss. Immerhin, der Rest dieser Nacht ist ruhig. Zurück zur Kletterwand. Mein journalistischer Instinkt wäre jetzt, da runter zu gehen, um besser mitzukriegen, was da eigentlich gerade passiert. Aber ich glaube, damit könnten wir nur noch mehr Probleme verursachen. Deswegen halten wir uns hier mal zurück und beobachten das aus der Ferne und fragen gleich. Ah, jetzt fahren sie. Jetzt fährt das Militär. Okay. What happened? It's apparently now it's a military zone. What does that mean? No. Military zone because there's settler here, new settler, that they're trying to evacuate, and there's like some altercation between him and the village here. So they predict that it's gonna be now like a altercation here in the next, I don't know, few hours. So they don't want us to be here. They know we are climbing, but they don't care. Yeah. They told us leave or you will smell gas and be in the middle of bullets. Well, yeah. That's basically what they told you. That's basically what they say. They show me the permit also. We have 20 minutes to clear out the area. I'm here looking for quiet and my peace of mind, and this happens. And like today specifically, I went above and beyond to come climb here, and now this is happening. Ob sie jemals hierher zurückkommen können, wissen die Kletterer nicht. What do you think about it? What do I think about it? Yeah, what's your opinion about it? I think that's something unimaginable for young people where I grew up. I grew up in the countryside. Looks a little different, but also, you know, with mountains, and you can go climbing there. And the idea of military just pulling up and kicking you out, it's pretty unimaginable where I grew up. And it shows me what a massive privilege it is to live in a place that's not contested, to have a home where you just feel safe and no military jeep just pulls up and tells you to leave.
Jetzt müssen wir alle hier weg. Aber wir werden die Kletterer wieder treffen. Und wir wollen rausfinden, was oben auf dem Berg ist. Sind da wirklich Siedler? Im Nachbarort, auf dem gegenüberliegenden Berg, Dorfbewohner zeigen uns Videos von Angriffen in der Gegend. Sie zünden Autos an, verletzen Menschen. Und es gibt Zusammenstöße. Palästinensische Jugendliche und Siedler bewerfen sich gegenseitig mit Steinen. Einige Tage später fahren wir hoch auf den Berg. Auf unsere Interviewanfrage antwortet das Militär schriftlich, man habe diese Siedlung, die auch nach israelischem Recht illegal ist, geräumt. Die ganze Gegend sei Sperrgebiet. Die Kletterer dürfen hier erstmal nicht wieder hin. Wir wollen sehen, ob die Siedler trotzdem noch hier sind. Die kommen jetzt auf uns zu. Hier ist auch so ein hebräisches Schild. Junge Kerle. Ich glaube, um ehrlich zu sein, dass das nicht so schlau ist, jetzt hier weiterzufahren. Genau, ich würde sagen, wir kehren jetzt um. Oder die kommen hier runter. Lama tempo! Ma? Ja. Okay, die wollen offensichtlich nicht mit uns reden. Die kommen jetzt. Komm, Wir fahren. Wir sehen, dass einer einen Schlagstock hat, wissen, dass solche Situationen gefährlich sein können und fahren. Der Rückweg. Und wieder Checkpoints. Seit den Hamas-Angriffen am 7. Oktober gibt es viel mehr von solchen Militärkontrollen im besetzten Westjordanland. Hi. One question. Lama tempo. Why is there a checkpoint here? You need the reason? Yes. You don't need a reason? No, just check out. And why are you checking the cars? Why not? Are you searching for something specific? No. Just so. Offiziell sagt das Militär, die Checkpoints seien da wegen zunehmender Terroranschläge zur Sicherheit aller. Meine Zwischenbilanz. Die jungen Menschen, die ich bislang getroffen habe, versuchen alle, irgendwie klarzukommen. Jetzt will ich jemanden treffen, der sich radikalisiert hat. Israel sucht ihn als Terroristen. Unser Ziel, das Flüchtlingslager von Tulkarem. An solchen Orten haben Terrorgruppen wie die Hamas großen Zulauf. Deshalb gibt es mittlerweile fast jeden Tag israelische Militäreinsätze. And once there's shooting, please try to get down. You never stay. Yeah, but also the shooting in the air. Even when they shoot, we go down. You go down. Yeah. Ich will mit einem der meistgesuchten Militanten sprechen. Ob das klappt, weiß ich nicht. Das sind erste Schüsse. Die schießen in die Luft während der Beerdigung. Ich habe zwar jetzt schon relativ oft so eine Weste getragen, aber ich komme mir immer ein bisschen komisch vor, wenn wir hier die Einzigen sind mit solchen Westen. Aber wenn man diese Schüsse hört, dann merkt man, dass das schon Sinn macht. Gestern war die israelische Armee hier. Ein Antiterroreinsatz gegen die Hamas, sagt das Militär. Heute werden die Getöteten begraben. Da gehören Schüsse und Waffen dazu. Die Toten, 5 militante Kämpfer, aber auch Zivilisten, 2 Frauen und ein Jugendlicher. Die Sorge vieler hier, jederzeit könnte das Militär erneut angreifen. Bisher war das während Beerdigungen nicht der Fall. Für uns ein kurzes Zeitfenster, um an radikale Kämpfer zu kommen. Wow, wow. Oh Gott, jetzt sind wir mittendrin. Oh shit. Oh fuck. Oh. Ich merke, die Kinder um mich herum sind das schon gewöhnt. Okay, wir kommen hier raus. Wir sind mitten in der Ballerei und das hört auch nicht auf. Komm auch runter. So. Okay, let's go. Die Anführer sollen im Flüchtlingscamp sein. Schon beim Betreten sehen wir, wie viel durch die Militäreinsätze zerstört ist. Bulldozer der Armee haben die Straßen aufgerissen, wegen möglicher Sprengfallen. Nach Drohungen von ultrarechten israelischen Politikern haben viele hier Angst,
dass es so enden könnte wie in Gaza. Seit den 1950ern leben hier Palästinenser, die im Zuge der Staatsgründung Israels geflohen sind oder vertrieben wurden. Hohe Arbeitslosigkeit, wenig Perspektiven, ein Nährboden fürs Radikalisieren. من وين انتم؟ من ألمانيا. من الصين. ألمانيا؟ من ألمانيا. من الصين. مقاوم. كمقاوم زي الشباب يعني نقاوم عن بلدنا. بلدنا نفازع عنها. ننتصر. مقاوم. ليش؟ عشان ندافع عن بلدنا. وهذا الحل؟ للسلام؟ ولا راح نسلم حالنا ولا شيء ما نكبر نقاوم عن بلدنا. Widerstandskämpfer nennt er sie. Terroristen, sagt Israel. Vor der Kamera sprechen die fast nie. Tarim spricht jetzt mit denen, weil wir müssen hier Vertrauen aufbauen. Die wollen nicht, dass wir drehen gerade. Und ich hoffe, das klappt. Die haben einfach mega Schiss, dass wir, keine Ahnung, undercover, zum Beispiel. Voller, okay, sie ruft, wir sollen kommen. Okay, wir sollen kommen. In den engen Gassen verstecken sich die militanten Kämpfer. Die Planen sind Sichtschutz gegen israelische Drohnenangriffe. Wir wollen den treffen, der sich als Anführer aller Milizen im Lager bezeichnet, auch der Hamas. Laut israelischem Militär mitverantwortlich für mehrere Terrorangriffe auf Israelis. Ihab Abu Atibeh, 23 Jahre alt. أنا بكيت عشان أشوف الحرية، أشوف مخيم العرب، أشوف إنه فيش يهود بأرضنا. خلص يعني يطلعوا من أرضنا يعني. لأنه طول ما هم بأرضنا إحنا مش راح نوقف يعني ولا واحد فينا راح يوقف يعني الأطفال هذول بيشوفونا إحنا قدوة لهم راح يستمروا ورانا إحنا استشهدنا راح يستمروا ورانا كل شهيد بيطلع بداله 10 فيش غير القتال يعني. بتسألك زي كيف صار في 7 أكتوبر ممكن في يعني كل الاحتمالات موجودة يعني كل شيء اللي بيطلع بدنا هنا بنعمله إن شاء الله يعني طول ما هو في عندنا جيش في الأرض إحنا كلنا نفسنا نقاتل وكلنا نفسنا نطلع الجيش واليهود من أرضنا. Mit unser Land meint er aber nicht nur das palästinensische Westjordanland, sondern auch Israel. Ein Blick nach oben. Israelische Drohnen. Ihab will in Deckung gehen. Und dann... There are drones, that's why. They say there are drones. احنا مش سامعين الطيران بس اوكي. فهمت بتكون شو الناس تتجمع. اوكي. Okay, they don't want the people to gather. Okay, also Drohnen, dann kann es echt gefährlich werden. Wir entscheiden, weg hier. Jeder kann getroffen werden. Auf dem Weg raus sehen wir diesen Jungen. Auf seiner Kette das Bild eines 14-Jährigen, der durch einen Kopfschuss bei einem Militäreinsatz getötet wurde. Die Armee sagt, man habe auf Verdächtige gezielt die Sprengsätze versteckten und untersuche die Umstände. Laut Vereinten Nationen wurden im letzten Jahr so viele Minderjährige im Westjordanland getötet wie noch nie. Ich frage mich, wie sollen diese Kinder, umgeben von Gewalt, Elend, Radikalisierung und in ständiger Angst vor dem Militär, hier an eine andere Zukunft glauben? 80 Kilometer entfernt, Ramallah. Großstadtleben im Westjordanland. Ich treffe die Kletterer wieder. Mich interessiert, wie blicken sie in die Zukunft? Ideally, we'd live in peace in one state where everyone gets equal rights. And Do you think it's realistic? That like no, it sounds impossible. It sounds like a really distant dream where everyone actually gets to live in peace here and gets to practice their identity. What do you think is a more realistic vision or solution? Yeah, that's the thing. As Palestinian, I think about it all the time, but I can never come up with an answer. I've lived here my whole life. I went through all of it. I've experienced occupation, and I seriously can't tell you how we can have a better future here. Ich würde diesen Film gern hoffnungsvoll enden lassen, aber die Realität ist eine andere. Für Asja und ihre Freunde werden die Freiräume, die sie hier suchen, immer kleiner. Wie ihre Zukunft hier aussehen soll, wissen sie nicht. Und dann, einen Monat nach meinem Interview mit ihm, erreicht mich diese Nachricht. Ihab, der militante Palästinenser, wurde durch eine israelische Drohne getötet.
Ende Januar 2025, kurz nach unseren Dreharbeiten, beginnt Israel mit den größten Militäreinsätzen seit mehr als 20 Jahren im Norden des Westjordanlandes. Zerstört dabei Straßen, Häuser, Infrastruktur. 40.000 Menschen mussten deshalb laut Vereinten Nationen aus ihren Häusern fliehen. Man bekämpfe Terror, sagt das Militär. Und Mitte Februar hören wir, das israelische Militär hat Abed, den Studenten aus Burka, festgenommen. Warum, weiß die Familie nicht. Wir fragen bei Militär- und Sicherheitsbehörden nach. Sie schieben sich die Verantwortung gegenseitig zu. Eine Erklärung für Abeds Festnahme bekommen wir nicht. Könnt ihr euch vorstellen, an einem Ort zu Hause zu sein, wo die Zukunft so ungewiss ist? Schreibt mir doch gerne mal eure Gedanken dazu hier in die Kommentare. Unsere neue Reportage ist jetzt in der ARD-Mediathek. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung oder hier direkt.